Ich habe meine handgemachten Farben durchsucht, weil ich die meisten meiner Deep Light Töne zusammenstellen wollte. Ich glaube, ich habe sie alle hier drin, bis auf eine, um euch einen kleinen Vorgeschmack auf ein Farbmusterblatt für diese Deep Light Palette zu geben. Lass mich mal sehen, ob ich ein wenig herauszoomen kann. Also dann machen wir uns mal an die Farbmuster. 2 davon habe ich noch zusätzlich hinzugefügt. Und ich glaube, 2 hier drin gehören nicht zu den Deep Light Farben. Daher dachte ich, ihr würdet meine kleine Palette gerne sehen. Ich werde sie Käfer, Krabbeltiere und Libellen nennen. Ihr wisst ja, dass ich alle meine Paletten benennen muss und mir diese seltsamen Namen einfallen, aber sie bestimmen irgendwie, was ich bei der Palette empfinde, finde. Dies ist eine Art leichte, luftige und unterhaltsame Palette. Also machen wir unser Musterblatt bereit und tragen alle Farben auf, damit ihr sie sehen könnt. Alles klar, ich habe alles bereitgelegt. Bisschen frisches Wasser für uns. Die Karte sieht hier riesig aus. Und wir fangen an mit Alizarin Karmesin. Sie stellen wirklich wunderschöne Farben her. Und ich werde euch einen viel genaueren Blick darauf gewähren, sobald sie alle trocken sind. Gebe ich etwas Wasser darauf, schiebe sie ein wenig zurück. So können wir sehen, ob sie sich gut verhalten oder nicht. Jetzt haben wir Cranberry. Falls ihr euch über die Palette wundert, die ich benutze, ich verwende tatsächlich eine dieser Schminkepaletten. Ich habe das Innere herausgerissen, wie ich das immer mache. Ich mag einfach eine Palette, die richtig vollgepackt ist, damit die Farben nicht herumrutschen und sie sonst nur klappern und alles. Es ist eine wirklich hübsche Farbe. Potters Pink. Ich würde sagen, etwa 10 dieser Farben sind neu für mich. Den Rest habe ich aus all meinen Paletten ausgegraben. Ich habe nicht alle auf einmal gekauft. Das wäre ein wenig zu teuer für mich gewesen. Ich habe sie in einigen ihrer kleinen Kollektionen gekauft. Und sie haben auch auf der Seite Ich klinge wie eine laufende Werbeanzeige Warenzeige. Sie bieten auf der Seite auch an, dass man sich seine eigene Palette zusammenstellen und eine Handvoll Farben aussuchen kann. Und ich glaube, man bekommt dann einen Palettenrabatt, was wirklich nett ist. Dieses Potters Pink ist wirklich wunderschön. Ich habe ziemlich viel Wasser hinzugefügt, also hoffe ich, dass wir etwas Textur darin sehen können. Und das hier ist ein ziemlich seltsamer Name für diese Farbe. Es ist so etwas wie Woodcon Weed oder etwas in der Art. Also, entschuldigt bitte, falls ich alles komplett falsch ausspreche. Es scheint mein Job zu sein, manche dieser Namen nicht aussprechen zu können. Es ist aber eine wirklich hübsche Farbe. Ich nässe keine dieser Farben vorher an. Ich zeige euch immer gerne, wie es ist, den ersten Auftrag mit nur einem feuchten Pinsel zu machen. Und wenn ich dann das zweite Mal rangehe, nehme ich ein kleines bisschen mehr Wasser, damit ihr sehen könnt, wie die Farbe dort herauskommt. Und manchmal gehe ich dann noch einmal für ein klein wenig mehr Farbe zurück. Und ich versuche konsistent zu bleiben. Ich versuche immer, ich benutze so gut wie immer den Nummer 8 Pinsel von Pa. Es ist ein Synthetikpinsel und ich habe auf Saunders Waterford heiß gepresstem Papier geswatcht. Ich liebe heiß gepresstes Papier, weil ich darauf Zeichnen, Mixed Media verwenden und so weiter kann, aber ich mag heiß gepresstes Papier auch, um die Farbe zu zeigen. Die Farbe wirkt auf heiß gepresstem Papier ein wenig lebendiger. Das hier ist 100% Baumwollpapier, daher denke ich, dass wir recht lebendige Farben erhalten.
Und das war Kirschblüte, von der ich weiß, dass sie viele Leute wirklich lieben. Und sie hat eine gewisse Deckkraft. Jetzt haben wir Wildbeere, was eigentlich recht nah an der anderen. Dann diese hier. Wodon Weed oder was, wie auch immer man das ausspricht. Diese ist ein wenig lila-lastiger, aber ich glaube, wenn man die eine hat, braucht man die andere wahrscheinlich nicht. Nicht? Die liegen ziemlich nah beieinander. Und als nächstes haben wir Bramble. Brombeere. Und diese Farbe bewirkt meiner Meinung nach einige besondere Dinge. Also stellen wir sicher, dass wir genug Wasser hineingeben, damit wir es sehen können. Wir haben einen Ausreißer. Ja, sie trennt sich definitiv in ein Violett und ein Blau. Und wenn ich das vom Überlaufen abhalten kann. Dieses Klebeband hat kleine Linien oder so etwas und manchmal kriecht sie einfach über das Band. Wirklich hübsche Farbe. Dann haben wir Lavendel. Ich bin so pingelig bei meinen Farben. Wenn Sie mir also Punkte schicken, ich weiß nicht, ob ihr das da sehen könnt. Ich klebe die Punkte tatsächlich auf die Farben, damit ich sie voll ausnutzen kann. Denn das möchte ich nicht. Manchmal schicken sie recht große Punkte und ich möchte die zusätzliche Farbe nicht verpassen. Weil mit diesen Punkten könnte man ein ganzes Bild malen. Und ich habe eine Menge Farbe, also sollte ich nicht so sparsam damit sein. Wissen Sie, warum verschwenden, wenn man es nicht muss? Jetzt haben wir Nachthimbeere. Was, wie ich glaube, von der Beliebtheit her sehr gefragt ist. Ich verwende das Klebeband wirklich gern, auch wenn es manchmal Probleme macht. Es macht es einfach viel effizienter, euch die Farben und Muster zu zeigen. Ne? Weil ich weiß, wenn ich es abziehe, habe ich schöne, saubere Linien. Ich glaube, das hier bewirkt etwas. Ich möchte nur einen Tropfen Wasser hinzufügen, um zu sehen, ob wir den vollen Effekt erzielen. Forest Pigeon ist als nächstes dran. Diese Farbe ist so wunderschön. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass sie jemals eine schlechte Farbe herstellen. Alle ihre Farben sind tendenziell einfach richtig gut. Forget Me Not. Sie lassen sich auch einige niedliche Namen einfallen. Ich wünschte nur, ich könnte alle Namen aussprechen, die Sie sich ausdenken.
Das hier ist jetzt eine, die nicht von Deep Light stammt. Sie ist von Dashley. Ich habe sie auf Etsy gekauft und sie heißt Storm. Ich habe etwa 3 oder 4 Farben von ihnen. Und es sind wirklich schöne Töne. Sie haben etwa die gleiche Konsistenz wie die von Deep Light und liegen preislich auch in etwa im gleichen Bereich. Sie sind eher teuer. Und ihre Farben haben definitiv ihre ganz eigene Optik. Das trennt sich ein wenig auf. Jetzt haben wir Indigo Perry oder genau das, was ich von einem Indigo erwarten würde. Es ist lustig, denn Indigo hat von verschiedenen Herstellern so viele unterschiedliche Temperamente. Diese hier ist ziemlich hübsch. Jetzt haben wir Deep Blue. Ich weiß nicht, ob ich das Deep Blue nennen würde. Bei Deep Blue würde ich eher an Indigo denken. Hübsch. Sehr hübsch. Entschuldigt den leichten Glanz durch die Lampen auf der nassen Farbe. Wir werden uns diese im trockenen Zustand genauer ansehen. Und jetzt kommen wir zu Dragonfly bei das ist definitiv diese Art von Blaugrün hier. Und nun Mint. Das ist genau das, was ich beim Namen Mint erwarten würde. Forest Green. Wenn ihr ein dunkles Grün sucht, hat dieses hier spektakuläre Eigenschaften. Es ist wie ein realistisches, wirklich dunkles Grün. Solstice-Fern. Ich habe hier eine ganze Menge Grüntöne. Falls ihr also jemals Ihre Grüntöne im direkten Vergleich sehen wolltet, hoffe ich, dass das hilft.
Ich verwende viel Grün. Es ist nicht meine Lieblingsfarbe, aber ich benutze viel Grün. Jetzt haben wir Green Woodpecker. Und diese beiden sehen sich im Näpfchen ziemlich ähnlich. Ich zeige es euch mal. Es ist sehr nah beieinander. Dieses hier hat etwa den gleichen Tonwert, aber viel mehr Gelbanteil. Martha's Green. Und dieses hat das gleiche Gefühl von warmen Grüntönen oder Gelbgrün wie die beiden vorherigen. Aber dieses ist noch gelber. Bindgras. Und ich habe gesehen, dass manche Leute diese Farbe wirklich lieben. Ich habe nicht allzu viel damit gearbeitet. Ich mag es tendenziell etwas knalliger. Diese ist eher dezent, aber sehr vielseitig. Es ist eine Mischung aus Gelb, Braun und geht etwas ins Grüne oder Kühle. Als nächstes kommt Reedbuff, das meiner Meinung nach etwas tiefer ist als ein Titan Ocker. Ich würde sagen, es hat eine etwas Pfirsichfarbe. Not. Etwas wärmer. Und es hat eine gewisse Deckkraft. Mirabella. Hell, hell, hell. Das ist eine der Farben, die förmlich aus dem Papier springen. Genau wie Martha's Green nennen. Wirkt warm. Wirklich hübsch. Bringt definitiv ins Auge. Dann haben wir Goldocker. Und das ist ein Klassiker. Ein wunderschöner Ockerton. Er ist nicht so deckend wie manche anderen. Er hat einen wirklich schön natürlichen Ton. Das ist eine weitere Farbe, die eigentlich nicht in diese Palette sollte. Aber ich weiß, ich habe Taglilienorange in einer anderen Palette, aber es passte hier einfach nicht rein.
Ah, einige dieser Farben waren sich einfach zu ähnlich. Also habe ich ein wenig Daniel Smith China Creed in Gold dazu genommen. Und es funktioniert an dieser Stelle wirklich gut. Manchmal muss man seine Paletten einfach ausbalancieren. Und wissen Sie, kostenmäßig hätte ich die paar Farben, die nicht von der Deep Light Website stammen, suchen können. Aber das kostet eben auch Geld. Aber diese Farbe schien einfach perfekt an diese Stelle zu passen. Jetzt haben wir Hagebutte, das hier eher der hellere, orangere Ton ist. Das ist eine neuere Ergänzung für mich und es ist eine wirklich wunderschöne Farbe. Ich glaube nicht, dass ich etwas Vergleichbares habe. Und das will was heißen, denn ich glaube, ich habe viel zu viel Farbe. Man braucht wirklich nicht so viel Farbe. So viel Farbe. Jetzt haben wir Englischrot. Bei dieser Farbe denke ich an einen klassischen Ziegelton. Nun haben wir Antikrot. Das ist etwas Besonderes. Es fühlt sich eher wie ein Töpferrosa an, wenn es aus dem Näpfchen kommt. Aber es hat nicht ganz diese Granulierung. Ähm, Nicht ganz so stark, sollte ich sagen, aber es fühlt sich ähnlich an und hat eine ähnliche Ausstrahlung. Ich weiß nicht. Oh, das Licht scheint gerade darauf. Lass mich mal sehen, ob ich es neigen kann, damit du es siehst. Und das dort oben war das Potters. Also das Potters granuliert viel stärker, aber es hat dieselbe Art von Transparenz und dasselbe Gefühl dabei. Jetzt nehmen wir Umbra gebrannt. Ich mag meine Brauntöne einfach. Natürlich sind Umbratöne bekannt dafür, dass sie einen feuchten Pinsel mögen. Und dann fließen sie direkt heraus. Jetzt kommen wir zu kaputten Mortom. Tut mir leid, falls du meinen Computer im Hintergrund hörst. Er entscheidet einfach selbst, wann er aus dem Ruhezustand aufwacht. Ich habe Kaputt schon immer geliebt. Es hat definitiv einen ganz eigenen Look.
Dieses hier hat eine schöne Textur, die irgendwie ins Papier einsinkt. Eine dunklere Textur. Wirklich hübsch und erdig. Dieses hier erinnert mich an ein Caput Mortuum. Aber es ist ein wenig grauer. Eine wirklich schöne Farbe. Eine sehr ausgefallene Farbe. Nehmen wir hier wieder ein wenig Umbra. Mal sehen, ob wir das bereinigen können. Eine wirklich wunderschöne Farbe. Alles klar, wir kommen gut voran. Wir sind bei Dunkelumbra. Bei dunklem Umbra. Es ist noch so eine Farbe, die ihren zweiten Pinselstrich mehr mag als ihren ersten. Und das liegt einfach am Pigment. Jetzt haben wir Prickly Pear. Das ist noch eine, die seltsame Dinge macht. Im Näpfchen sieht sie komplett grün aus. Lass mich das mal hochhalten. Es sieht, ich weiß nicht, ob du das sehen kannst, aber es sieht im Näpfchen sehr grün aus und wird beim Trocknen eher braun. Weiß noch nicht. Es ist eine ziemlich dunkel aussehende Farbe im Näpfchen, aber man kann sehen, wie sie sich vermalen lässt. Eigentlich malt sie grün und ändert sich dann ins Bräunliche. Als ob das grüne Pigment schwerer wäre als das braune darin. Es sinkt ab oder so und lässt das andere hervortreten. Deshalb achten wir darauf, dass wir viel Wasser hineingeben. Damit wir das gut sehen können, Castle Brown. Noch eine. Man sieht, dass sie den zweiten Pinselzug aus dem trockenen Näpfchen wirklich lieber mag als den ersten. Es sind wie diese zusätzlichen 10 Sekunden oder so. Und zum Schluss, Entschuldigung, wegen meines Telefons. Ich schalte so viel wie möglich aus, aber es ist ein Haus und bei mir ist es nie leise. Das ist Asphalt.
Und diese Farbe ist ebenfalls unglaublich. Wirklich mal etwas anderes. Alles klar, mal sehen, ob sich bei dir etwas tut. Übrigens, du hast wahrscheinlich die Ecken meiner Palette gesehen, weil ich dort alles hineinquetsche. Das hier sind sozusagen meine eigenen Farbmischungen. Sie hatten da eine Farbe, die hieß Fly oder so ähnlich. Und das war mein kleiner Versuch, etwas Ähnliches zusammenzumischen. Ich finde, es ist ziemlich nah an einem ihrer Farbmuster dran. Und dann habe ich noch eine kleine Farbe zusammengemixt, die ich Erdbeere nenne. Sie ist ziemlich rot und ziemlich transparent. Ich habe nur ein bisschen herumgespielt und Spaß gehabt, um zu sehen, ob ich ihre Farben nachmachen kann. Alles da draußen ist teuer. Wenn wir also etwas herstellen können, entschuldigt bitte. Wenn wir etwas herstellen können, das ähnlich aussieht und wir es verwenden können, dann ist das großartig. Also gut, wir lassen das jetzt trocknen. Dann schauen wir uns alles ganz genau an. Mal sehen, welche sich getrennt haben. Mal sehen, welche wirklich einzigartig für Deep Deep Light sind. Bin gleich wieder da. Boah, schaut euch diese Farben an. Sie sind jetzt alle trocken. Es ist eine wirklich schöne Palette. Mein China-Kritterngold ist unter dem Klebeband etwas verlaufen, aber der Rest sieht ziemlich gut aus. Schauen wir uns das mal genauer an. Hoffentlich ist es scharf. Ein kleines Stück herauszoomen. Da kann man meine zwei kleinen hier oben sehen. Meine zwei kleinen Experimente. Und die vollständige Palette. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Vielleicht habt ihr eine Farbe gesehen, die euch gefällt. Vielleicht habt ihr aber auch Farben gesehen, die ihr nicht braucht. Und wir werden in naher Zukunft damit malen. Bleibt also dran. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.